So. Ihr sagt also, dass Roland Liebscher-Bracht mit seinen Übungen gegen Schmerzen Millionen von Menschen an der Nase herumführt. Liebscher und Bracht erzählen unwissenschaftlichen Unfug. Und sind wir deshalb hier? Menschen vor den Kopf stoßen. Würdet ihr sagen, das fällt unter euer Aufgabengebiet als Wissenschaftsredakteure? Na, du bist ja noch nicht so lange in der Abteilung, deswegen kannst du das noch nicht wissen, aber wir sind die Science Cops. Doch. Ich habe mal in euren kleinen Podcast reingehört. Unter meiner Leitung gibt es hier ab sofort keine Alleingänge mehr. Verstanden? Gut. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Fans von Liebscher und Bracht gegen uns aufzubringen? Die Menschen vor unwissenschaftlichem Unfug zu schützen, ist Aufgabe der Quarks Science Cops. Das sind ihre Fälle. Glauben Sie im Ernst, ich würde hier noch stehen und den Mund so weit aufmachen, wenn das nicht alles stimmen würde, was ich erzähle? Wir wären doch längst entlarvt, wenn das nicht stimmen würde. Jonathan? Hast du dich verhoben, oder was? Max, kann man im Schlaf Bandscheibenvorfall bekommen? Warum? Hast du schlecht geschlafen? Hier, guck mal. So schlafen die meisten Menschen und das ist eine ganz, ganz schlimme Verlängerung des täglichen Sitzens. Du bist fast 24 Stunden in der Schlafposition und die Faszien und Muskeln an der Vorderseite des Rumpfes verkürzen immer mehr. Und das ist das Schlimmste für den Rücken, was du dir vorstellen kannst. 11 Millionen Abrufe, ne? Krass. Roland Liebscher-Bracht. Wenn du bei Google nach Schmerzen suchst, kommst du an dem Typen nicht vorbei. Komm, bring ihn jetzt erstmal zum Arzt. Ich kann es nicht krank machen. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Das ist definitiv ein Fall für uns. Ja, aber nicht in deinem Zustand. Na dann. Verstehe ich das richtig? Wenn irgendein Roland etwas im Internet behauptet, seht ihr euch dazu berufen, das zu untersuchen? Nicht nur irgendein Roland. Fernseher. Gut, dass der Jean den uns hier gelassen hat. Nicht wahr? Ist er angeschlossen jetzt? Ja. Tja. Bei Liebscher und Bracht handelt es sich genau genommen um Roland Liebscher-Bracht und seine Frau Petra Bracht. Gemeinsam betreiben sie das Gesundheitsimperium Liebscher und Bracht und nennen sich die Schmerzspezialisten. Unsere Vision ist die, dass wir jedem Menschen ein schmerzfreies Leben ermöglichen wollen. Wir wissen inzwischen, dass wir das können. Es muss sich jetzt nur noch rumsprechen. Und wie es sich herumspricht, sie haben prominente Fans wie den ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker oder TV-Koch Johann Lafer. Ihr YouTube-Kanal hat über 1,7 Millionen Abonnenten. Da erklärt Roland Liebscher-Bracht, wie man mit ganz einfachen Übungen seine Schmerzen los wird. Und inzwischen ist Roland sogar bei TikTok. Ich bin Roland Liebscher-Bracht und ich zeige dir 2 ganz einfache Punkte, wo du das erreichen kannst. Du wirst erstaunt sein. Bei Google haben Liebscher und Bracht 4,9 von 5 Sternen. Im Onlineshop gibt's Faszienrollen, Nahrungsergänzungsmittel, DVDs und Bücher. Außerdem betreiben sie ihr eigenes Gesundheitszentrum in Bad Homburg und bilden Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Ärzte in ihrer selbst entwickelten Liebscher und Bracht Schmerztherapie aus. Bei denen kann man dann einen Termin machen, wenn einem die YouTube-Videos nicht reichen. Kosten bis zu mehreren 100 Euro. Heute haben sie über 60 Mitarbeiter und machen einen Millionenumsatz. Um es kurz zu machen, läuft bei denen. Okay, er ist also kein kleiner Fisch. Wo ist jetzt das Problem? Naja, wenn jemand eine so große Reichweite hat und gleichzeitig so große Versprechungen macht,
dann sind wir sofort im Einsatz. Ja, dann haben wir Liebscher-Brachts Theorien auf Herz, Nieren und Bindegewebe geprüft. Nee, das hat uns auf jeden Fall geholfen, ja. Ja, vielen lieben Dank. Jo, tschüss, Dankeschön. Ja, Ihnen auch. Also, Liebscher und Bracht sagt, dass es für Schmerzen eigentlich eine einzige große Ursache gibt. Und das sind Spannungen in Muskeln und in Faszien. Faszien, das ist dieses faserige Bindegewebe, was an deinen Gelenken ist und an deinen Muskeln ist und an deinen Sehnen ist. Es ist eigentlich in deinem ganzen Körper. Auch hier, da, an deinem Rücken. Ja? Das Ding ist nur, dass es für diese Theorie gar keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Ja, das hat mir jetzt der 4. oder 5. Wissenschaftler in Folge bestätigt. Wie Schmerzen im Körper entstehen, ist in Wahrheit viel, viel komplexer. Und das alles einfach nur auf Muskeln und Faszien zurückzuführen, ist ja viel zu einfach. Moment. Liebscher und Bracht behaupten genau sowas, aber auch über Arthrose. Diese Gelenkschmerzen, ne? Die hätten gar nicht wirklich was mit dem Knorpel zu tun, sondern auch nur mit Spannungen in Faszien und Muskeln. Falsch. Die Mutter eines Freundes einer Bekannten, die hat Arthrose und deshalb habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Kirschkernkissen? Obacht. Ja, sehr witzig wieder, Max. So, Wolf. Dann erklär doch mal bitte weiter. Ja, also Arthrose ist eine komplexe und nicht sehr einheitliche Erkrankung. Da spielen Alter eine Rolle, Genetik und auch Übergewicht. Gut, hier jetzt kein Übergewicht. Und bei Arthrose verschleißt der Knorpel zwischen den Gelenken. Und das kann zu sehr, sehr unangenehmen Schmerzen führen. Irgendwann ist der Knorpel dann durch. Und dann kann man da auch nicht mehr viel machen. Moment. Liebscher und Bracht behaupten aber einfach das komplette Gegenteil. Hier. Sie widersprechen jeglicher gängigen Wissenschaft und schreiben auf ihrer Website, Arthrose ist heilbar. Wenn man mit Übungen die Gelenke entsprechend entlasten würde, dann könne der Knorpel quasi nachwachsen. Also ich bin hier nur der Koch, aber das ist totaler Blödsinn. Wir haben das überprüft. So für die Behauptung, dass Arthrose heilbar sei, gibt es keinerlei Belege. Liebscher und Bracht nennen nur eine einzige Studie. Da haben 20 Patienten für 2 Monate ihre Kniegelenke mit so Metallstiften auseinandergezogen bekommen. Die Knorpeldicke nahm zwar kurzzeitig zu, der Effekt hielt aber nicht an. Es hatte sich am Ende also kein neuer Knorpel gebildet. Also nichts mit Heilung. Wer sowas erzählt, der macht den Leuten völlig falsche Hoffnung. Ja, die lügen ihr Publikum an. Ja, und dann machen sie ihnen auch noch Angst. Hier, das erfolgreichste Video. Über 11 Millionen Abrufe. Da geht es darum, dass man sich mit der falschen Schlafhaltung irgendwie den Rücken ruinieren könnte. Das ist kompletter Schwachsinn. Es gibt keine einzige Studie, die einen Zusammenhang zwischen der Schlafposition und Rückenschmerzen zeigen konnte. Verstehe. Das heißt, dass die Grundannahmen von Liebscher und Bracht unplausibel sind. Und die Leute trotzdem auf die Übungen und Therapiemethode schwören. Was ist damit? Also die Methode von Liebscher und Bracht ist eigentlich relativ simpel. Es geht um 3 Sachen. Drücken, dehnen und rollen. Die Idee ist, dass wenn man Muskeln und Faszien bearbeitet, man damit so gut wie alle Schmerzen beseitigen könnte. Und sie haben dann auf der Webseite natürlich auch immer die passenden Produkte angeboten. Zum Teil zu echt exorbitanten Preisen. Das habt ihr aber jetzt nicht alles gekauft, oder? Jonathan, wir haben doch da noch diese Studie. Richtig, Max. Die Studie. Na gut. Das heißt, Liebscher und Bracht haben sogar eine Studie in einem Fachmagazin veröffentlicht. Sieht doch ganz gut aus. Eine einzige. Und darauf berufen sie sich. In einem Fachmagazin, das noch nichtmals ein Peer Review, also eine Begutachtung zur Qualitätskontrolle hat.
In dieser Studie schreiben Sie auch ernsthaft, dass es keine Interessenskonflikte geben würde, was totaler Quatsch ist. Schließlich war Roland Liebscher-Bracht selbst an dieser Studie beteiligt und auch ein Arzt, der jetzt für ihn arbeitet. Also mehr Interessenskonflikt geht gar nicht. Bam. So, dann hatte diese Studie nur 20 Probanden. Nicht gerade viel, oder? Bam. Die Probanden hatten alle Knieprobleme. Wie die ausgewählt worden sind, zufällig, wie man es eigentlich machen sollte, oder wurden nur Probanden ausgewählt, bei denen ohnehin eine Aussicht auf Besserung bestanden hat. Man erfährt es einfach nicht. Diese Probanden sollten jetzt 6 Wochen lang Übungen machen. Welche Übungen das waren, wird überhaupt nicht erklärt. Also was will diese Studie überhaupt beweisen? Jonathan, bitte. Bam! Max! Angeblich wurden die Schmerzen auch besser. Problem, die Studie war nicht verblindet. Die Leute wussten, dass sie vom großen Roland Liebscher-Bracht behandelt wurden, gingen also sehr wahrscheinlich davon aus, dass die Übungen wirken müssen. Das perfekte Rezept für einen Placebo-Effekt. Max, sag mal. Andererseits gab es auch keine Kontrollgruppe. Wer weiß, vielleicht wären die Schmerzen auch mit ganz normaler Physiotherapie oder sogar ganz von alleine weggegangen. Okay, alles klar, es reicht. Maximilian, Jonathan, setzt euch hin. Die Autoren der Studie schreiben selbst, sie sei nur bedingt aussagekräftig. Ja, auf der Website von Liebscher und Bracht steht das aber ganz anders. Gut, das heißt, dass Liebscher und Bracht keine Beweise für ihre Aussagen haben. Richtig? Als seriöser Arzt macht man sowas eigentlich nicht. Sag mal, wer ist denn überhaupt dieser Roland Liebscher-Bracht? Tja. Was? Du hast dir sein Video nicht zu Ende angeguckt. Anders als man denken könnte, ist Roland Liebscher-Bracht kein Arzt. Worauf er im Kleingedruckten übrigens auch selber hinweist. Er ist auch kein Physiotherapeut oder hat sonst irgendeinen Gesundheitsberuf. Roland Liebscher-Bracht hat früher in Frankfurt eine Autowerkstatt betrieben. Motto: Wir machen's für die Hälfte. Und kurz vor Ende sein Wirtschaftsingenieurstudium abgebrochen. Stattdessen hat er sich dann zum Kampfsportler ausbilden lassen, und zwar in der bekannten chinesischen Kampfkunst Wing Chun. Das ist das, was auch Bruce Lee gemacht hat. Über der Autowerkstatt hat er dann selbst angefangen, Kampfsport zu unterrichten. Und als mehr und mehr Teilnehmer berichteten, dass durch das Training die Schmerzen weggehen, hat er sich intensiver mit dem Thema Schmerzen beschäftigt und nach seine eigene Therapie entwickelt. Und da hat sich mein ganzes Basteln von den Motorrädern, von den Autos, von der Fehlersuche aus dem Maschinenbau, hat sich übertragen auf den Menschen. Weil ich habe gemerkt, da ist nicht viel. Klar, Auto, Mensch, wo ist der Unterschied? Weil Roland Liebscher-Bracht kein Arzt oder Physiotherapeut ist, darf er selbst keine Patienten behandeln, sondern nur Übungen vormachen. Und dass er keine medizinische Ausbildung hat, ist für ihn kein Problem. Im Gegenteil. Auf der Seite heißt es, Zitat, gerade diese Unbefangenheit, die erfrischende Herangehensweise ohne jeden Tunnelblick, eröffnete einen völlig neuen Blick auf die Ursache der Entstehung von Schmerzen. Der legt seine mangelnde Qualifikation als Vorteil aus. Also, wichtig ist vor allem eins. Ob seine Übungen mit den Drücken, Rollen nicht trotzdem helfen, auch wenn er keine ordentlichen Studien hat. Hilft trotzdem. Bam. Erwischt. Oh, ihr solltet ein Glöckchen um den Hals tragen. Das ist doch eine Übung von Liebscher und Bracht. Ja, das kann schon sein, aber es ist auch eine Übung, die mir meine Physiotherapeutin beigebracht hat vor 20 Jahren. Viele der Übungen sind eigentlich keine Erfindung von Liebscher und Bracht. Das sind zu einem Großteil altbewährte Techniken der Physiotherapie. Ja, und auch das mit dem Drücken, das ist letztlich ein total plausibler Mechanismus. Ja? Also man setzt letztlich einfach an bestimmten Schmerzpunkten ganz gezielt Reize, damit der Schmerz an anderer Stelle in den Hintergrund rückt. Ja, das Ding ist aber,
dass das nur ein ganz kurzfristiger Effekt ist. Ja, der Schmerz kommt irgendwann wieder. Du hast halt keine langfristige Wirkung. Bei Faszienrollen ist es ganz ähnlich. Es gibt nicht wirklich viel Forschung dazu und zum Teil sind die Ergebnisse auch widersprüchlich, aber kurzzeitig kann das durchaus die Durchblutung in Muskeln anregen und auch Muskelkater und Schmerzen reduzieren. Aber auch hier, langfristige Effekte wurden bislang nicht in Studien belegt. Also helfen die Übungen kurzfristig? Naja, wenn du die Übungen regelmäßig durchführst und damit deine Beweglichkeit erhöhst, dann kann das schon eine positive Wirkung auf deine Gesundheit haben. Okay, das heißt, dass Liebsch und Bracht zwar unwissenschaftlich arbeiten, aber die Menschen trotzdem dazu bringen, wie man sieht, sich zu bewegen. Vielleicht heiligt der Zweck ja die Mittel. Die Formen sind anders, sind optimiert. Die Festigkeit ist weicher als bei herkömmlichen Rollen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn du unsere Rollen noch nicht benutzt hast bisher, wirst du total begeistert sein. Also bieten Liebscher und Bracht nicht nur einfache Übungen und Lösungen für Schmerzen, sondern sie verkaufen dir auch noch genau die Hilfsmittel, die du dafür brauchst. Als ob du so eine Rolle nicht auch für 10 € im Onlineshop kriegen würdest. Ja, von denen kannst du den Typen auch nicht entkommen. Wenn du Rückenschmerzen googelst, sind die immer auf der ersten Ergebnisseite und dann versuchen sie dir noch irgendwelche Kurse oder irgendwelche Fortbildungen anzudrehen, die richtig Geld kosten. Sieht so aus, als ob Liebscher und Bracht am Ende eigentlich nur eine sauber geölte Marketingmaschinerie wäre. Letztlich geht es darum, Kurse und Produkte zu verkaufen. Aber klar, wenn es dir alle Schmerzen nimmt, lohnt es sich ja, ne? Ja, aber hast du diesen genialen Disclaimer auf der Website gesehen? Nee. Na, pass auf. Habe ich noch gefunden. Wir weisen außerdem ausdrücklich darauf hin, dass wir mit unseren Inhalten keine Erfolgszusagen machen. Wenn unsere Inhalte fälschlicherweise den Eindruck erwecken sollten, dass ein Erfolg zu erwarten ist, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Warum sollte irgendwer diesen Eindruck bekommen? Unsere Vision ist die, dass wir jedem Menschen ein schmerzfreies Leben ermöglichen wollen. Wir wissen inzwischen, dass wir das können. Es muss sich jetzt nur noch rumsprechen. Mit unserem 5-teiligen Drückerset kannst du die meisten deiner Schmerzen fast im Minuteneffekt wirkungsvoll selbst behandeln. Und es gibt die anderen, die uns kennen, die uns lieben, weil sie wissen, dass es funktioniert. Ja, ganz schön dreist. Als Science Cops müssen wir sagen, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Nee, wenn ich mit so einer tollen Expertise angebe und teure Produkte verkaufe, dann sollte aus unserer Sicht schon nachgewiesen sein, dass das auch hilft. Und vor allem auch besser hilft als ein normaler Physiotherapeut. Liebscher und Bracht erzählen unwissenschaftlichen Unfug. Sie suggerieren den Menschen langfristige Heilung, obwohl ihre Übungen allenfalls kurzfristig helfen. Und natürlich können diese physiotherapeutischen Übungen helfen. Dann kann ich aber auch direkt zu einem normalen Physiotherapeuten gehen. Da werde ich wenigstens nicht belogen. Ihr seid überheblich, aufsässig und undiplomatisch. Aber eure Recherche ist wasserdicht. Roland Liebscher Bracht. Wir werden Sie festnehmen, wegen der Verbreitung unwissenschaftlichen Unfugs mit Gewinnerzielungsabsicht. Alles, was sie sagen kann und wird, recherchiert werden. So, und jetzt wird's Zeit für deinen Arzttermin, ne? Mhm. Und du fährst mich. So, und nächstes Mal sprechen wir über neutrale Berichterstattung, ja? Ist was? Heißt das, dass wir ganz normal weiterarbeiten dürfen? Was versteht ihr unter normal? Weißt du was? Nein. Schönen Feierabend euch, ja? Tschüss. Weber. Ja, Schulz hier. Ich hatte gerade... Lassen Sie mich raten. Die Science Cops. Ja, die beiden sind schwierig. Setzen Sie den Podcast einfach ab, wenn Sie... Nein, dazu sehe ich noch keinen Grund. Genau, warten wir erstmal die nächsten Fälle ab. Meinetwegen. Aber regeln Sie die Sache zeitnah. Okay, gut. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Nicht abschalten.
Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Unsere Science Cops hatten den Fall Liebscher und Bracht eigentlich zu den Akten gelegt, als etwas völlig Unerwartetes geschah. Den YouTube-Kanal von Liebscher und Bracht ziert neuerdings eine Art Siegel unter den Videos von einem Kanal unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal. Das ist ein Siegel, mit dem YouTube seit kurzem Kanäle kennzeichnet, die man bei YouTube als zuverlässige Quellen für Gesundheitsinformationen einschätzt. Warum ausgerechnet Liebscher und Bracht dieses schicke Siegel bekommen haben? YouTube sagt, weil sie sich gebessert haben. Gebessert meint in diesem Fall, sie haben Inhalte von ihrem Kanal verschwinden lassen. Laut eigenen Angaben haben Liebscher und Bracht über 100 Videos komplett entfernt und über 300 Videos bearbeitet, also Ausschnitte und Aussagen aus den Videos rausgeschnitten und die Videotitel geändert. Das Video über Rückenschmerzen durch Schlafen hieß früher: Diese Schlafposition solltest du unbedingt vermeiden. Und heißt jetzt nur noch: Das solltest du wissen, wenn du so schläfst. Und diese krasse Aussage hier, Und das ist das Schlimmste für den Rücken, was du dir vorstellen kannst, ist einfach rausgeschnitten. Und das Video mit dieser Aussage hier ist komplett gelöscht. Glauben Sie im Ernst, ich würde hier noch stehen und den Mund so weit aufmachen, wenn das nicht alles stimmen würde, was ich erzähle? Wir wären doch längst entlarvt, wenn das nicht stimmen würde. Liebscher und Bracht sagen, dass sie die Inhalte ihrer Videos jetzt besser überprüfen wollen, um keine falschen Heilsversprechen zu machen. Ob das eine Reaktion auf die Kritik der Science Cops ist? Es sind nämlich vor allem die Videoausschnitte verschwunden, die die Science Cops schon in ihrer Podcast-Folge kritisiert haben. Wird bei Liebscher und Bracht jetzt alles anders? Sagen wir mal so, auf ihrer Webseite behaupten sie immer noch, dass Arthrose heilbar sei, was allen wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Und sie berufen sich dabei immer noch auf dieselben Studien, die überhaupt nichts beweisen. Und Anfang April wurden Liebscher und Bracht vom Landgericht Frankfurt am Main verurteilt. Das Urteil stand jetzt zwar noch nicht rechtskräftig, aber der Vorwurf war: wiederholte Verbreitung unzulässiger Werbeaussagen über die Nahrungsergänzungsmittel in ihrem Online-Shop. Abgemahnt wurden sie nicht zum ersten Mal. Ob man solchen Leuten dann wirklich direkt ein solches Qualitätssiegel geben sollte, nur weil sie sagen, dass sie es jetzt besser machen werden. Aus Sicht der Science Cops verbreiten Liebscher und Bracht nach wie vor unwissenschaftlichen Unfug. Vielleicht nicht mehr so viel auf YouTube, dafür aber auf ihren anderen Plattformen. Ist es von YouTube wirklich verantwortungsvoll zu sagen, uns interessiert nur das, was auf der eigenen Plattform abgeht, alles andere ist uns egal? Und kann man dann ein solches Qualitätssiegel, das ja vertrauenswürdige Quellen kennzeichnen soll, dann nicht direkt in der Pfeife rauchen? Tja, das sind gute Fragen. Viele gute Fragen. Was meint ihr dazu? In der nächsten Folge werden sich die Science Cops noch pikanteren Fragen stellen müssen. Bei der Untersuchung von belebtem Wasser haben sie wissentlich Betriebseigentum im Wert von mehreren tausend Euro zerstört. Und das nur, weil... Naja, was passiert ist, das erfahrt ihr ab dem 6. Mai hier beim Fall Granderwasser. Um es nicht zu verpassen, einfach abonnieren. Und es wäre ausgezeichnet, wenn ihr diesem Video ein Like hinterlassen würdet. Und schreibt in die Kommentare, ob die Ermittlungen der Science Cops eure Zustimmung finden.
Also, bis zum nächsten Mal bei den Science Cops.